Master Bruce, your guests are leaving. I recommend seeing them out. You wouldn't want to be rude. Hey, I appreciate the hospitality, Mr. Wayne. But I don't think I'll put an offer on the house. A nice guy like you should have a nice place to live. I'll be seeing you, Bruce, while this city's still standing. Batman, der Telltale Series. Ja, die Antworten waren sicher nicht die besten. Ich sollte echt mehr böse Antworten bei Falcone, vor allem weil ich ihn kenne durch den ersten Batman-Film. Naja. Eine Telltale-Geschichte von jemand Netten. It's me. Episode 1. Ein reichter Schatten. Ich wollte gerade sagen, eine dunkle Bedrohung. Sorry. Another brutal week in Gotham, folks. A string of home invasions rippled through the city's already crime-infested East End. Apparently, the bandits are using stolen GCPD battering rams to force their way in, with breaking and entering incidents up 40% over last year. Remember to keep those front doors locked tonight. And we have breaking news tonight. 5 criminals are in custody this evening after a break-in at City Hall. But thanks to the efforts of the Batman, the stolen items were returned. But the most Not all of them. Let's see what she was really after. allegations that Dent may have actually been involved in the break-in. Talk about dirty politics. Does Hill's campaign really think these accusations hold any water with the voters? Or will it be perceived as a desperate attempt from a flailing campaign to take down one of Gotham's most promising young politicians? Nearly fell off a building for this? We're now on day 3 of the factory fire that will not end. Crews have given up trying to combat the blaze at the Ja, es ist okay, es ist ein bisschen anders. Man kann ein bisschen rumlatschen, ne? Still no word on what started the fire, but whatever's burning in there has resisted everything the fire department has thrown at it. They're recommending people avoid the area and seek immediate treatment. Well, the test run at the mayor's office was a success. Black smoke. And one mobster Spare grapple. Can't believe I let her take that. Tja, kann man nichts machen. was found hanging off the side of Can deliver a jolt or knock out electricity in the area. I suppose that Catwoman would have preferred the latter. cops and cut him down. Okay. The newest edition can program it to reveal trace elements in a confined space. Crowded Skyrail cars to contend with. Gotham police Okay, are ist hier noch investigating was? multiple cases of riders receiving abdominal Ah, wounds from an Bat-Höhle. ice pick or other pointed I weapons. should see if I can refine the edge. Could be sharper. Passengers. A few have died, while most have been admitted to Gotham General in critical condition. The Ich glaub, police don't have das any war's. suspects at the time. 2 more patients Oh. have gone missing from Arkham Asylum, bringing the total number of escapees from the half-prison, half-mental hospital to 15 this year. Kann ich das Batmobil? Ich laufe ein bisschen rum, ne? But all the escapees highlight the rough, some would say Ein bisschen näher ran. at the aging asylum. Oh, that's the stuff. Okay. Einsteigen müsste er jetzt nicht unbedingt. Ah, ist ganz nett. Ist ganz nett hier rumlatschen. Hier hochgehen können wir später. Ich schaue mich dann ein bisschen hier um. Okay, hier ist eine unsichtbare Wand. Das heißt, wir können noch den Batman-Anzug wahrscheinlich wir können uns den Anzug wahrscheinlich selbst ansehen. Bei den Nachrichten quassel ich ein bisschen rein. Ich hoffe, das ist nicht so schlimm.
Kinokarten, der Batsuit. The suit absorbed most of the damage from that gunshot. I've got to protect my back, even from the police. Now you can't even trust the valets. More on this. So, Maske. Ah, Maske. Holographic lenses, voice modulation. Wayne Enterprises really outdid themselves with this version. And when he was presented with legislation Kinokarten, die ich vorhin gesehen habe, ne? crime in the city, he vetoed it, killing Gotham's chance for a safer future. Maybe that's because the rumors of Hill's connections to some of Gotham's most das sind die notorious mafia Kinokarten. families are true. Na, wobei, sie waren ja im Theater. Ich wollte gerade sagen, es sind die Kinokarten von dem Kino, wo er mit seinen Eltern war, aber das war ja eigentlich 200 successful convictions. District Attorney Harvey Dent Kodex, Verbrecherkartei lesen. Oh, nö. Ja, nicht. So, ab mit Jim. He needs your help. He believes that together we can make a dent in Gotham's crime. But it starts with you. Okay, kann ich nichts machen. And elect a real crime fighter to Gotham's Okay. mayoral seat. Kodex kann ich mir ansehen, aber And I approve this message. Medienberichte. Staatsanwalt Dent fordert von Bürgermeister Verurteilung der Selbstjustiz. Gotham Staatsanwalt Harvey Dent fordert das Büro des Bürgermeisters auf, sich öffentlich gegen die Welle der Selbstjustiz zu wenden, die derzeit durch die Straßen fegt. Bürgermeister Hill kann vom Büro der Staatsanwaltschaft keine Strafverfolgung auf anderer Basis als der gesetzlichen erwarten, sagte Dent während einer Pressekonferenz im Rathaus. Dent vertritt eine harte Haltung gegenüber Selbstjustiz in Gotham, was sowohl die vermehrte Schießereien durch bewaffnete Bürgerwehren wie auch den kostümierten Superhelden Batman betrifft. Dank eines der kürzesten strafrechtlichen Überhangregister des gesamten Staates erfreut sich Dent derzeit großer Beliebtheit. Seit er im Alter von 26 Jahren zu Gothams jüngsten Staatsanwalt wurde, war sein bahnbrechendes Programm zur Unterstützung von Kriminalitätsopfern Teil jener Plattform, die seine jüngste erfolgreiche Bemühungen für eine Wiederwahl angetrieben hat. Leutnant der Polizei zur Führung einer Sondereinheit berufen. Von James Hagopay. In Reaktion auf die alarmierende Zunahme des kriminellen Geredes in Gothams Unterwelt hat Commissioner Peter Grogan von Gotham City Polizeileutnant James Gordon mit der Führung einer Sondereinheit betraut. Ich dachte schon, hier ist ein Schreibfehler, aber ist er als Leutnant kein Commissioner. Früh am Tag betonte Leutnant Gordon in einer Pressekonferenz: Wir sind uns der kriminellen Elemente bewusst, die in unserer Stadt auftauchen und im großen Stil mobilisieren. Sie sind derzeit unbekannt, aber nicht unbemerkt. Wir werden sie finden. Vor seinem Eintritt in das GCPD und den bald folgend, ich weiß gar nicht, was es ausgesprochen heißt, General Center Police Department, keine Ahnung. Gotham City Police Department wahrscheinlich. Und den bald folgenden Beförderungen verdiente sich Gordon eine ehrenhafte Entlassung aus dem USMC. Er hat wiederholt erwähnt, dass ihn das Marine Corps zu dem Mann gemacht hat, der er heute ist. US Marine Corps wahrscheinlich. Wayne Enterprises finanziert Ersatz für Arkham Asylum. Ja, das könnt ihr jetzt selber durchlesen. Ich werde es. So, das sollte reichen. Und das war's. So, Codex können wir auch noch anschauen. So, hier sind jetzt die Codex-Sachen. Boah, das alles durchlesen ist ein bisschen anstrengend. Schau mal. Thomas und Martha Wayne verstorben, Gründer von Wayne Enterprises. Meine Eltern, sie haben unermüdlich gearbeitet, um denen in Gotham City zu helfen, die wenig Glück hatten, bis sie in der Crime Alley von einem Mann namens Joe Chill erschossen wurden. Ich habe es zu meiner Lebensmission gemacht, die Stadt in ihrem Gedenken von der Korruption zu befreien. Okay, gehen wir gleich zum nächsten weiter. Alfred Pennyworth, Butler der Familie Wayne, der treue, geduldige, immer hilfreiche Alfred. Er ist meine Geheimwaffe und der einzige Grund, dass ich weiterhin jede Nacht tun kann, was ich tue, trotz seiner häufigen Proteste. Ohne ihn würde das alles hier rasch auseinanderfallen. Oh ja, definitiv. Und das ist echt nervig. Harvey Dent, Staatsanwalt von Gotham City, Bürgermeisterkandidat. Einer meiner ältesten Freunde. Er hat eine Menge großartige Ideen, wie man Gotham retten könnte. Aber sein Ego bringt ihn immer wieder in Schwierigkeiten.
Dennoch ist es schwierig, Einwände gegen seine Bilanz an erfolgreichen Strafverfolgung zu erheben. Die beste in Gotham seit 50 Jahren. Hamilton Hill, Bürgermeister von Gotham City. Bestes Beispiel dafür, was in dieser Stadt falsch läuft. Korrupt und von Grund auf verdorben. Die anstehende Wahl sollte seiner Regierung ein Ende bereiten. Na, hoffentlich, hoffen wir. Katzeneinbrecherin. Verbrechen. Einbruch, einfacher Diebstahl. Neue Kriminelle auf der Bildfläche. Wird mit zahlreichen Einbrüchen in Verbindung gebracht, sie ist effektiv und hinterlässt nicht viele Spuren. Zurzeit hat das Gotham City Police Department keine Anhaltspunkte. Ich wünschte, ich wüsste mehr über die Selina Kyle. James Gordon, Leutnant, Gotham City Police Department, Abteilung für Schwerverbrechen. Verwandte Barbara Gordon, die Tochter. Ein Polizist wie aus dem Lehrbuch. Vertrauenswürdig und eine zuverlässige Informationsquelle. Familienvater, also ist er nicht bereit, auf der Straße irgendwelche Risiken einzugehen. Oh ja. Vicky Vale, Enthüllungsjournalistin Gotham Gazette. Eine der ehrgeizigsten und kompetentesten Reporterinnen der Gazette. Ich habe von ihr gelesen, sie gleitet manchmal aufs Boulevardniveau ab, aber ihre Leidenschaft für die Wahrheit lässt sich nicht abstreiten. Sie ist schon eine Weile bei der Zeitung angestellt und hat alle möglichen Themen behandelt. Jemand wie sie hat Kontakte, für die andere töten würden. Vielleicht ist sie über die Lage in Gotham sogar besser informiert als ich. Ich werde eines Tages vielleicht herausfinden müssen, was sie weiß. Mich würde gerne interessieren, während ich hier das durchlese, ob unten immer die gleichen Sachen kommen oder ob die ganze Zeit neue Sachen kommen. Das wäre echt interessant. Carmine Falcone, Besitzer des Skyline Clubs, Kopf der Verbrecherfamilie Falcone. Die schlimmsten Verbrecher sind diejenigen, die versuchen, sich unter die High Society zu mischen. Er scheint überall mitzumischen. Schmuggel, Immobilien, Bestechung, Betrug und so weiter und so fort. Ich könnte ihn ins Gefängnis werfen, aber er wäre am nächsten Tag wieder frei. Ich könnte eine seiner Operationen ausheben, aber es käme einfach 2 neue nach. Sein Imperium ist umfangreich und vielschichtig. Eine Verurteilung verlangt nach stichhaltigen und zuverlässigen Beweisen. Gotham City. Ein Monat, 10 Millionen. Diese Stadt ist wie eine lebendige Kreatur. Sie wächst immer weiter nach außen und nach oben. Die Menschen, die hier leben, sind Überlebende. Sie müssen es sein. Und sie verdienen etwas Besseres als Korruption, die in diesem Ort herrscht. Kennt man schon aus den Filmen, ja? Arkham Asylum, gegründet im November 1921. Die einzige Hochsicherheits-Nervenheilanstalt in Gotham City bis jetzt. In jeder Hinsicht veraltet. Das Gebäude fällt auseinander, die Ausstattung ist antiquiert und die Methoden der Belegschaft lassen viel zu wünschen übrig. Wenn das Thomas und Martha Wayne Memorial Hospital eröffnet, werden diese Patienten endlich die Behandlung bekommen, die sie benötigen. Wayne Enterprises, gegründet 78. Wow, nice. Multinationaler Konzern, der von meinem Vorfahren gegründet wurde und viele Arten von Produktion und Finanzen abdeckt. Ich habe einen Mehrheitsanteil von meinem Vater gehabt, habe aber mit dem Tagesgeschäft nichts zu tun. Die Abteilung für Forschung und Entwicklung hat sich jedoch als hilfreich für meine privaten Interessen erwiesen. Ne? Man weiß schon, ne? Lucius Fox und so weiter. Oh, sorry. Sorry, das war unabsichtlich. Sorry. Okay, das reicht jetzt. Codex sollte auch erledigt sein. Dann würde ich sagen, Datenschnittstelle. Let's find out what was so important. Encrypted. Wayne Manor has 7 bedrooms, 2 kitchens, a library, a gymnasium, a basketball court, and a movie theatre. And yet I always find you here, in a dark, damp cave, in front of a computer. I'm more at home here than the rest of the house, you know that. Then we should build an 8th bedroom down here. Sure, I can see the headlines now. Bruce Wayne, billionaire, entrepreneur, cave dweller. Quite an eclectic resume. Did you find out what that Catwoman tried to steal? Well, in the process. What are we looking at? Let me try a different angle.
Benutze WSD, um das Hologramm zu drehen. Okay. Vor allem WSD, ne? This is a map of the east side shoreline. But it could mean any number of things. Money, weapons, drugs, everything flows through that port. Maybe it's where Mayor Hill picks up his dry cleaning. Can't make sense of it yet. There's still plenty of files to decrypt. And in the meantime, I saved you what I could. Thanks, Al. Yeah, the same couldn't be said for the bar. I had to literally pry Mrs. Zeller back away. But you'll be pleased to hear everyone has left, including Mr. Falcone. I would have been tempted to be far less polite. I'd recommend leaving the fistfights to your alter ego. Bloodstains are much harder to remove from a tuxedo. It was a keep your enemies closer situation. Hopefully not close enough to stab you in the back. For the record, your father despised men like Falcone, thought they ruined Gotham's stellar reputation. Back when it still had one? It can again, Bruce. Though people like this Catwoman aren't helping. Is she new to town? Never seen her before. Hopefully, she's just a tourist. No, I already checked the codex. Not much to find, apparently. Few burglaries, break-ins. Seems to lay pretty low. You could learn a thing or two from her. You can't step outside without it ending up in the news lately. As Bruce or Batman. I stay out of sight when I need to. Define need to. Whenever Harvey calls. The guy's exhausting. Well, after the press conference tomorrow, I'll mark your calendar as exhausted then. The media isn't good for anyone's health. I don't mean to beat a dead argument, but... No one's gonna figure it out, Al. Trust me. Miss Vale noticed your injuries, so did Mr. Dent. If they put it together with the incident at the mayor's office, it would undo all the long nights and close calls we've endured to get here. You're in the spotlight more than ever. You have to be careful. You're right. I should have canceled the event. I know how much pressure you're under. I don't mean to add to it. It's okay. I know you're only looking out for me. If we make a suit that fits me, we can trade places some night, though I'm not partial to heights. Old men worry, that's all. It's our gift and our curse. One more worry for the list. I thought I saw Oz. It's been, what, 20 years? Last time I saw him, we were in grade school. Indeed. You two were thick as thieves. Oswald, however, took that role more literally than you. Dishonorable discharge, illegal boxing matches, arms dealing, prison stints? That's a criminal grand slam, if I'm using the expression correctly. Unfortunately, you are. Oswald claimed he only wanted to catch up, but his behavior following his family's collapse is troubling. Why he's returning now, I haven't the faintest idea. Do you think he might know something about the break-in? This Catwoman shows up around the same time Oswald comes back to town. Might not be a coincidence. Oswald's crimes, numerous they may be, are on a much smaller scale than robbing City Hall. Well, he was always trouble growing up, but it's the fun kind of trouble. You both were. Even though you and young Master Cobblepot used to be close, I'd advise you to be cautious. But I know you can't abandon a good mystery until it's solved. I'll be careful, Alfred. When you see what's become of his park, I think you will.